Ich bin der Sven Marx, Sven Globetrotter oder der Mutmacher, wie es die Presse sagt. Ich bin unterwegs mit dem Rad in der ganzen Welt, hatte einen schweren Schicksalsschlag 2009 mit einer OP am Hirnstamm. Da ist immer noch die Hälfte drin. Die nächste schlechte Botschaft war 2011, schwarzer Hautkrebs. Trotzdem habe ich mich nicht entmutigen lassen. Bin unterwegs mit dem Rad, 49.000 Kilometer, nur auf Reisen. War in 29 Ländern, 20 Hauptstädten, 4 Kontinenten und habe dem Papst die Hand reichen können auf meinen Touren, weil ich schon echt ein bisschen Wirbel gemacht habe. Und habe mir irgendwann 2014 gesagt, jetzt kannst du auch andere Leute unterstützen, du bist so und so unterwegs. Also ich mache meine Reisen so und warum soll ich nicht anderen Leuten helfen? So wie Projekten wie Inklusion braucht Aktion oder ein kleines Projekt in Rumänien. Da ich aber nicht mäßig viel Geld habe und mein Geld irgendwann zu Ende gehen wird, bin ich jetzt auf der Suche nach Sponsoren. Ich habe Sponsoren, viele Leute, die mich unterstützen mit Materialien. Materialien kann man aber nicht essen und deswegen brauche ich auch Bargeld. Und mit diesem Video möchte ich an die Öffentlichkeit gehen und versuchen, dass eben auch Leute sagen, das ist unterstützenswert, dem helfen wir, dass wir anderen helfen können und wir geben denen ein paar Euro. Ich bin der Sven, ein ganz normaler Typ aus Berlin und 2012 hatte ich den verrückten Plan, du machst jetzt eine Weltreise. Und wenn du 50 wirst, dann belohnst du dich selbst mit einer Weltreise, du fährst dann mit dem Fahrrad einmal um die Welt. Einmal durchs größte Land der Welt, einmal durch Russland, das machen die wenigsten Leute, die meisten fahren irgendwie über China. Ich will einmal da durch, 10.000 Kilometer alleine. Dann weiter nach Japan, Australien, Neuseeland, Amerika und dann zurück nach Europa. Das Ganze wird etwa 1,5 Jahre dauern. Ich habe das alles vorbereitet, ganz akribisch die letzten Jahre mit ganz vielen Touren. Und ich habe den Papst persönlich getroffen in einer Sonderaudienz. Bin nicht nur für mich alleine unterwegs, sondern ich kann vielen Leuten helfen. Das habe ich gemerkt. Die schöpfen Hoffnung daraus, wie es mir ging. Und ich habe dann irgendwann mal ein Schreiben gekriegt vom Karl Grant. Der hat mir geschrieben, wie sieht's aus? Kannst du was zum Thema Inklusion sagen? Du das alles machst. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und wir haben gesagt, 2015, da machen wir eine Tour zusammen und haben dann die Inklusionsfackel vom Netzwerk Inklusion Deutschland mitgenommen. Große Überquerung der Alpen. Das war 2015. 2016 haben wir gesagt, es muss was noch Verrückteres her. Wir fahren einmal von Osteuropa übers Nordkap nach Westeuropa, haben praktisch die äußersten Städte verbunden, sind dann rübergeflogen nach Rio. Im Deutschen Haus in Rio waren die Frau Bentele, Behindertenbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland dabei. Dann der Sebastian Dietz, der 2012 und 2016 eine Goldmedaille gewonnen hat im Kugelstoßen und Diskos. Und natürlich der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, und haben die Inklusionsfackel übernommen. Und im nächsten Jahr, dann wird es so sein, dass ich die Fackel wieder mitnehme. Die Fackel wird also weltumspannend unterwegs sein. Ich kriege sie dann überreicht von den beiden, die sie jetzt gerade mit auf dem Kilimanjaro hatten. Und dann geht's los. Die Reise wird unter dem Motto Inklusion braucht Aktion stehen, aber verschiedene Etappen werde ich gewissen Sachen widmen, wie zum Beispiel dem anderen Projekt in Rumänien, was ich unterstütze. Da will ich dann über die 14 Tage, wo ich sonst dahin fahre und dort helfe, Firmen dazu ermutigt, Geld zu geben für dieses Projekt. Die ganzen Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe, die habe ich alle aus eigener Tasche finanziert. Es gab Sponsoren schon, es gab Firmen wie Patria, die mir ein Fahrrad gesponsert haben. Es gibt Firmen wie Vielmann, die mich mit Brillen versorgen. Condor hat mir einen Flug nach Rio gesponsert. Ich muss also gucken, dass ich irgendwo Geld herkriege. Ich habe Geld, ich kann starten, aber irgendwann wird es so sein, dass das Geld echt knapp wird und ich habe Angst, dass es dann nicht weitergeht. Nicht Angst wegen mir, weil ich meine Reise nicht zu Ende machen kann, sondern weil dann die sozialen Projekte, die ich unterstütze, mit mir zusammen hinten überkippen. Das ist der Grund, warum ich sage, ich brauche Sponsoren. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch. Das Buch ist wirklich von meiner Kindheit, warum ich so bin, wie ich bin. Und in dem Buch wird genau beschrieben, wie das dann auch war mit dem Hirntumor und mein Weg wieder raus bis hin zur Weltreise. Und über die Weltreise, wenn das alles gut klappt, soll es dann noch ein Buch geben. Ich habe einiges an Presse immer. Vielen Zeitungen ist was erschienen. Das ist deutschlandweit. Es gibt auch ganz viele Fernsehsendungen, wo ich schon war. Aber was eigentlich das Wichtige ist, wahrscheinlich für Sponsoren, wenn wir im Ausland rumfahren, haben wir auch immer Presse. Und jetzt kennt ihr mein Anliegen und genau deshalb brauche ich euch als Sponsoren und bedanke mich schon mal.